Moin moin Leute, ich bin LittleConfusedBrain oder einfach Janik und Rot. Wegen dem Spiel. Wir sind in einem neuen, wundervollen Spooktober. Und ihr seht es schon anhand der Videolänge. Wir haben heute mal wieder ein Full-Length Indie-Horrorspiel vor uns namens The Windows Are Gone. Die Fenster sind weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin sind, aber die Fenster sind weg. Es fängt auf jeden Fall schon mit einer gruseligen Melodie im Hintergrund an. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Ich habe keinen blassen Dunst, was uns erwartet. Aber Angst habe ich. Die bringe ich mit. Angst, die ist da. Machen wir. In my dreams, I see this house. Okay. Das Haus, wo auch der Bär drin wohnt. Oh, fängt ja fast cineastisch hier an. Hör mal. I feel it calling for me. Mhm. Ever since the accident. Welcher Unfall? Hilfe. Whatever I do, I can't stop thinking about this house in Mariana. Scheint ja ein ganz schön krasses Haus zu sein, wa? Und da ziehst du jetzt hin? Ist das unsere Origin Story? So, I answered it. Okay, er hat sich also drauf eingelassen. Mhm. The windows are gone. Also egal, was jetzt kommt, das war eine der krassesten Film-Introductions aller Zeiten. Das saß ja mal ultra krass. Holy. Nicht schlecht. Hi Honey, how are you holding up? Wie geht's dir? You know, taking it one day at a time. Weißt du, so nach und nach jeden Tag. How was the funeral? I wish I could have been there for you. Wie war die Beerdigung? Ich hab mir gewünscht, ich könnte da sein für dich. I didn't go, couldn't do it. Ich bin nicht gegangen, ich hab's nicht geschafft. I understand. She would have understood you, too. You know that, right? Sie hat's auch verstanden. Right. And what about your new house? It's in Mariana, right? Quite a long way from home. Yeah, I'm on my way there right now. Actually, I'll text you once I get there. Alright, be careful on the road. Love you. Oh ja, Gottes Willen. Ich habe gesehen, dass die Maus-Sensitivity auf 65 war, aber ich wusste nicht, wie schnell es sein wird. Halleluja. Die muss ja noch weniger. Junge, was geht denn mit der Maus? Mach mal ruhig. Press tab to pick up your phone. Be careful on the road. Okay, reply. I just arrived at the house. I'll move the boxes inside and will text you later. Okay. This box has upstairs master bedroom written on it. Okay. Crap. Oh. Ah. Ja. Thanks for letting me know. Careful not to hurt your back with the boxes. Ich tue mein Bestes. So, also. Master Bedroom. Auf zum Master Bedroom. Mhm. Okay. Down Bedroom, Bathroom. Ja, wir müssen jetzt zum Master Bedroom. Der sollte ja oben sein, ne? Upstairs Bedroom. Okay. Schickes Haus. Hm? Kurz einmal abstellen. Flip. Ah ja. Upstairs Master Bedroom. Okay. Und der Bathroom ist direkt daneben. Alright. Dann. So.
Die Kiste muss hier hin. Top. Sehr schön. Okay. Ich finde sehr schön, wie das Game jetzt so langsam dann so eine Atmosphäre aufbaut. Das sieht aus wie aus The Shining. Was ist das für ein Bodenbelag? Sieht aus wie aus den 80s. Was liegt hier noch? Videotape. A VHS tape labeled Tape 1, My Family. I could probably take this to a VHS player and play it. Okay. Da kam gerade einfach flott ein kleiner Anruf rein. Ach, guck mal. Ist ja sogar ein... Ah, das müssen wir doch direkt uns angucken. Nehmen wir doch mal mit. Und packen wir direkt hier rein. Zack. As the tape starts playing, I see a middle-aged man handling the camera. I quickly realize that the man is in the same house that I'm in. He's all smiles as he moves away from the camera and joins his family, as they can be seen playing around in the backyard. I wonder if they're the previous owners of this house. His wife and children seem to be having a great time, laughing and running around. There's a moment where the wife comes up behind the husband and puts her arms around him. They both smile and briefly look at the camera. It's nice, really. I can't help but feel like there's something off, though. It's like there's an underlying tension, a sense of unease that's hard to describe. Maybe it's just me, but I get this feeling that things aren't as perfect as they seem on the surface. It feels like the happiness portrayed here is a deceptive lure, tempting me to bite it and overwhelm me with its actual intentions. It's written on the man's face. It's like he's trying to hide something behind his smile. The tape ends when one of the kids trips and falls to the ground. While the mother tends to the crying boy, the father, disingenuous smile finally fades away as he approaches the camera to turn it off. Once he's right in front of the frame, though, I get an eerie feeling of intrusiveness, as if he caught me prying on his personal life. The tape ends. It's a strange feeling watching these recordings of someone else's life. I can't help but wonder what happened to them. Where they are now. Did they move away a long time ago? Are they still together? It's like I'm peeking into a world that's not mine. A world that's both familiar and foreign at the same time. Also, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich möchte nicht zu enthusiastisch sein, direkt am Start des Spiels. Aber das Game baut gerade eine unfassbar gute Atmosphäre auf. Also auch die Dialoge und alles, das ist wirklich, wirklich gut. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Everything good? Yeah, all good. Found this weird VHS tape. I think it's from the old owners of this house. Oh. Did you watch it? What's in it? I was expecting you to lecture me not to do that, but yes, I did saw some weird stuff. Was haben wir hier? Living Room. Alright. Wir können die Karte nicht rausholen, während wir eine Kiste in der Hand haben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Living Room. Nennt er das hier Living Room? Das ist der Living Room, I guess. Oder? Flip? Das sieht auch voll cool aus mit dem... Ach, das Ganze hier unten soll der Living Room sein. Ja, okay. Okay-ish. Oh. Oh. Okay. Packen wir hier mal weiter aus. Hat man nicht eigentlich auch Freunde, die einem helfen, hier das auszupacken? Upstairs Guest Bedroom. Okay. Die Musik setzt ein. Aber irgendwie hat es ja auch gerade so ein bisschen was Idyllisches. So, man geht hier langsam durch, räumt seine Sachen ein. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt ja eigentlich gerade auch hiermit. Ist verrückt. Ist verrückt. Auch dieses Gefühl hat der irgendwie sehr gut porträtiert bisher. Am Ende wird das Spiel richtig schlimm und ich muss all mein Lob wieder zurückziehen. Aber momentan bin ich wirklich begeistert. Okay. Aber vielleicht habe ich auch in letzter Zeit einfach so viele kurze Spiele gespielt, dass ich es gar nicht mehr gewohnt bin, so von der Atmosphäre eingenommen zu werden oder von einem Spiel wirklich abgeholt zu werden. Ich weiß es nicht. Upstairs Guest Bathroom. Alright. Ich würde natürlich sehr gerne noch weitere Videokassetten finden, weil auch wenn es sich so angefühlt hat, als ob wir in so ein Leben von einer anderen Familie reinpieken, bin ich jetzt ja auch hooked zu wissen, was da weiter passiert ist und ob unser eerie Feeling zu Recht so war oder
Ob das an den Haaren herbeigezogen war. Die Kiste kommt dahin. Können wir eigentlich rennen? Okay. Wir könnten rennen, aber meiner Meinung nach wird das die Atmosphäre sehr kaputt machen, wenn wir jetzt hier vielleicht so Sonic-mäßig durchrennen. Das passt jetzt nicht ganz so hierzu. Okay. Downstairs Office. Downstairs Office. Aber das hier unten ist alles Downstairs, ne? Gucken wir mal einmal kurz auf die Karte. Einmal drehen. Downstairs Office. Genau, das ist den Hallway entlang und dann hinten an der Ecke. Auf geht's. Ich finde, das ganze Haus ist irgendwie sehr interessant gebaut. Sehr verkopft alles. Oh, hier ist unser Office. Okay. Haben wir hier vielleicht noch so ein Tape? Wenn wir schon mal hier sind? Gerade hier hätte ich mir das gut vorstellen können. Das ist so ein Ort, finde ich, wo das gut hätte sein können. Ich glaube, die Schublade von dem anderen, da konnte ich nicht... This room is locked for some reason. I wonder if the key is somewhere around the house. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, soll man sich jetzt gerade schon umgucken? Soll man das gleich erst tun? Greifen wir vorweg? Erstmal eine Runde duschen. Unsere Küche. Schick. Schick, schick, wirklich. Oh. Man kann auch nur so spärlich eine ganz spezielle Anzahl an Schränken hier öffnen. Oh. Und hier hinten geht's dann in den Garten. Alright. Gut. Gartentür machen wir erstmal zu. Düsen hier nochmal lang. Haben wir noch eine neue Nachricht? Nope. Können auch nicht antworten, von daher. Wir haben noch ein paar Kisten reinzutragen. 5 Stück. Upstairs Master Bathroom. Jawohl. Mittlerweile fühlt es sich schon fast so ein bisschen so an, als ob ich mich hier schon eingelebt habe. Als ob ich schon genau wüsste, wo welcher Raum ist. Ich meine, wir haben so die Haupträume direkt am Anfang jetzt erledigt, so dass man so ein bisschen so ein Bild im Kopf hat, wie hier alles aufgebaut ist. Ist der der Bathroom war hier direkt dran, ne? Genau. Ich weiß zwar nicht, warum hier so ein rotes Licht herrscht, gefühlt. Wer würde hier jetzt klingeln? Ist das meine Mom? Da steht tatsächlich jemand. Hi. Hallo? Hello there, you must be our new neighbor. I suppose I am. Do you live nearby? Yes, I am. Lovely. She awkwardly pauses for a second. Say nothing? Welcome, welcome. Mariana's a wonderful town. Lovely people. Continue. Can I help you with anything? You look familiar. Do I know you? Can you tell me about it? Can you tell me about it? Well, Mariana's quite a little town, but it's full of beauty. Oh yes, make sure you visit the Araucoreras Park when you have a chance. Beautiful trees there. Also, people here are known for their friendliness. That being said, I hope you understand that we take pride in our traditions. Please don't embarrass us with your differences. She smiles. Das sagt man doch nicht seinem neuen Nachbarn. You look familiar, do I know you? Oh, I'm not sure, maybe. It is what they say, small world and all. In any case, we know each other now, don't we? Can I help you with anything? Well, I couldn't help but notice that the house had been purchased, and that the new owner would be here today, so I baked you something special as a welcoming gift. That's very kind of you. You didn't have to. I think you're gonna love it. I left it on your kitchen counter. Wait, excuse... You got inside the house? Oh, don't worry, my dear. I know this house inside and out. You know this house? This house has a lot of history. It's a very unique one. In a way, I think you know it too. Every corner and every shadow seems familiar to you, doesn't it? In any case, you will get familiar with it soon enough. You know this house? Ja, das haben wir gerade gefragt. Now do me a favor, my dear, and try some of that pastry I made for you, will you? I'm sure you will love it. Okay, just please stay here this time, alright? She nods and smiles. Ich meine, wir müssen den jetzt probieren.
plate of gross doli made by the neighbor. I'm not sure if I should eat this, but the smell is irresistible. Okay, wir haben ein Stück probiert. Sind das hier hinten irgendwie spezielle Pflanzen? Okay. Nichts, was außer der Reihe tanzt. Ich hab's probiert. Muss ich's nur probieren oder muss ich's aufessen? This note just says, welcome home. I assume it came from that lady, but where did she go? Welcome home. So als ob wir schon mal hier gewesen wären. As I unloaded the boxes into my new house, I couldn't help but be reminded of the toll the trip to Mariana had taken on me. That combined with this odd encounter with the neighbor made me realize I was exhausted. I decided it would be wise to take a quick nap in the master bedroom. Besides, I was curious to test the comfort of my new bed. Sagte er, aber wir können auch weitermachen. Aber, nee, können wir nicht. Okay, wir sollen schlafen. Er hat quasi uns jetzt gesagt, was er als nächstes getan hat und wir müssen es jetzt ausführen. Auch eine interessante... Ich dachte, da kommt jetzt so eine Überblende, dass wir jetzt aufwachen im Bett oder so. Okay. Na dann. I'm not sure I'll get used to this bed, but it will have to do for now. Lie down. Das war eine interessante Drehung, um aufs Bett zu kommen. Okay. This time, I didn't dream about this house. Kannst du auch nicht, du bist ja im Haus selbst. Dann kann man nicht noch überträumen. Probably because I was finally here. That's what I'm saying. No. This time, I had a different dream. Mm-hmm. Holy! Look at wife. My wife and I were in a hurry to the hospital. She was clearly in a lot of pain. I find myself in my car, quickly driving my wife to the hospital, since her water had just broken. Also ihre Fruchtblase. Honey, are you gonna be okay? Yes, just avoid any bumpy roads, please. She gives off a nervous laugh. Have you called your mother? No, I forgot. Can you call her once we get there, please? Yes, of course. Thank you, and please remember the highway is blocked now. Please hurry. I will. Hold on tight. Oh my God, what is going on, Jessica? Warum kann ich mich auf meinem Stuhl drehen mit dem 360? Das klingt nicht gut. Das sieht auch nicht gut aus hier. Geweckt vom tropfenden Hahn. God, what a horrible nightmare. That dripping noise. I heard it while I was asleep. Where is it coming from? Es wird lauter. Oh ja. Oh. A VHS tape labeled Tape 2, The Accident. I could take this to a VHS player and play it. Oh great, there's a leak in the ceiling. I guess that's what I get for buying an old house. I get a weird feeling about this though. I can't quite explain it. Maybe it's the constant noise. Maybe it's the water itself. I don't know. I just can't shake this odd feeling I have when thinking about it. But I will see it tomorrow. I just can't be bothered right now. Gotta go back to bed.
Willst du das hier vielleicht erstmal spielen? Okay. Das willst du jetzt einfach so liegen lassen. Huh. Als ob du jetzt noch einschlafen kannst mit dem Dripping Noise. Das ist doch komplett anstrengend. Naja. Vielleicht ist er nicht so ein leichter Schläfer wie ich. So, und der kann einfach durchsloopen. Lie down. Das ist auf jeden Fall, kommt das Wassertropfen aus dem Raum, der abgeschlossen ist. Das ist ja auch schon mal eine sehr interessante Info, die wir mitnehmen können. Können wir eigentlich unserer Mom nochmal schreiben? Umo. Wird das Tropfen lauter? Unsere Mama hat nicht geschrieben und wir können dir auch nicht schreiben. Aha. Good morning, son. Your mom told me you arrived in Mariana yesterday. How is it going? Unser Vater. Hey, Dad. Well, you know. Gutes Gespräch. Well, you know. I know, I'm sorry. And how's the new house? Is it all you were hoping for? Okay, you know, weil gestorben. It's okay, I was bringing the boxes inside yesterday and got tired. I'll get back to doing that right now. Nachdem wir uns dieses Tape hier angucken. The Accident. Dann gucken wir uns doch mal den Unfall an, ha? Rein damit. The tape shows that man, who I assumed was the previous owner of this house, working in the basement with the camera sitting on counter and pointing at him. He seems to be alone in the house, although I can just about hear his children playing in the backyard. The tape is slightly damaged, but I can make out most of what's happening. For a few seconds, he just stays there in silence, as if anxiously rehearsing his first words to the camera when he finally starts speaking. I'm suddenly caught by a sense of uneasiness and I shiver slightly. The man also seems uneasy and disturbed. His words, measured and hesitant, give off a sense that he's trying to describe a feeling that he cannot fully comprehend, but that has taken over him. He speaks of a sense of impending disaster, of a terrible event that he thinks is about to occur to his family. He's less and less coherent until he's taken by his own emotions and accidentally drops the tool he was using on the ground. He starts crying, carefully covering his mouth so that no one notices him. He mentions the terrible event will be his fault. Watching him, I can't help but feel that his words are directed at me somehow. It's as if he knows that I'm here watching this and is trying to communicate with me. The way he talks about the events is as if they had already happened, but then why is he doing this? Why isn't he doing anything to prevent it from happening? And what's the point of these tapes? Remove tape. Wenn hier schon stand Welcome Home, vielleicht sind das wirklich wir, der nach... Also, es passiert jetzt gleich alles und wir nehmen quasi die Tapes gerade auf. Das ist so ein Memento-Ding am Ende. Upstairs Storage. Okay. Das wird der oben sein, an der Treppe vorbei. Ich finde es auch schön, dass wir anscheinend unseren Laster einfach so lange gemietet haben, oder der sogar uns gehört, dass wir den einfach so draußen stehen haben lassen. Auch einfach offen. Haben keine Angst, dass irgendwas passiert, anscheinend. Scheint eine gute Gegend zu sein hier. Master Storage. Die Dripping Noises hört man immer noch. Also es tröpfelt da immer noch durch. Hm. 3 Kisten haben wir noch. Upstairs Main Hallway. Ja, das wird simpel sein. Ich finde, das Haus hat so ein bisschen Allüren von dem Barbie-Haus. Aber wahrscheinlich auch nur, weil es sehr pink ist. Okay, Upstairs Main Hallway. Das wäre dann quasi hier. Okay. 2 Kisten noch.
Ich höre hier schon Geräusche. Gruselig. Downstairs Bathroom. Jawohl. Ich finde es auch sehr interessant, wie weit wir die Items von uns weghalten. Es ist so, als ob wir die so 4 Meter vor uns halten. Ganz wild. So. Und eine letzte Kiste wartet auf uns. Jawohl. Wo führt die Kiste hin? Am Ende führt die jetzt genau in den Raum, wo... Moment, wissen wir, welcher Raum da ist? Ah, das ist upstairs. Downstairs Bedroom. Das ist tatsächlich das Schlafzimmer unten. Kitchen. Okay. Das Schlafzimmer unten. Da tropft's runter und das ist auch abgeschlossen. Oh, die Sonneneinstrahlung hier. Wow. Nicht schlecht. Kitchen. Damit haben wir... As I was bringing in the boxes, I couldn't help but repeatedly ask myself what I was actually doing here. I acted on impulse when I bought this house, but the vivid and recurrent dreams I had after the accident plagued my mind and kept haunting me until I finally gave in. It's like I didn't have any choice. Maybe it's the desperation to start fresh or the need to escape the memories of that dreadful night, but here I was in this unfamiliar place with no one but myself. For a moment I questioned my sanity, so I took a deep breath, letting the musty smell of the old house fill my lungs, and with a sense of determination, I whispered to myself, I'm here now, and I have to make the most of it. Still, I feel like I needed to turn this into my new home, so I set out to unpack all the boxes and decorate the place. Tape 3. Rumble. You can now open the boxes, decorate the house to your liking. As the tape starts playing, the scene before me is disorienting and extremely unsettling. The man from the previous tapes stands in a place impossible to identify. He appears to hover in darkness, surrounded by countless long red streaks that stretch as far as the eye can see, like veins that mysteriously emerge from above and just as inexplicably disappear beneath him. Oddly enough, I can feel them pulsating beyond the TV screen and onto my chest, suffocating me with the same feelings the man appears to be experiencing. In that crushing darkness, I inexplicably feel the man's despair, guilt, and regret, yet I cannot bring myself to stop the tape, and I keep watching it. The camera shakes and glitches, and at times seems to be part of the man's body somehow. His demeanor terrifies me. His words are fragmented, barely forming coherent sentences. In the brief moments that I see his face, there's a deep ache in his eyes, as if he carries an overwhelming burden upon his shoulders. He stammers feelings of regret and calls for his family, but he's all alone in that place. I feel like his family is no longer reachable, and he blames himself for it. It's a haunting sight, and I can feel his pain seeping through the screen, echoing within my own being as if he somehow shared consciousness. In the midst of his own turmoil, his mouth opens wide, ready to unleash his agonies, but before he can do so, the tape abruptly ends. I feel broken by the intensity of what I've just witnessed and almost feel ashamed to look at my own reflection on the screen, and yet I still feel like this was needed. Somehow. Open. Oh mein... Wow. Das heißt, ich kann jetzt alles hier rausnehmen. Das ist ja absolut irre. Wie cool ist das denn? Man kann das sogar rotaten. Oh mein Gott. Hier ist einfach noch so ein Sim-Spiel drin gefühlt. Kann ich den hier oben drauf stellen? Schade. Ich find's absolut klasse. Was ist das für eine Vase? Ach, schade, die passt da nicht neben. Dann kommt die hier in der Ecke. Oh, ist das toll. Wirklich. Wer kennt's nicht? Der Ventilator. Auf dem Flurcounter.
Hey man, how you doing? Brother-in-law. Hey, a bit overwhelmed, honestly. Oh, ein Bild. Kann man das nicht hier reinstellen? Doch. Hm? Yeah, same here. She was an incredible person. My sister loved you, man. I know, and she hated your gut. Schon ein bisschen krass. Und noch ganz viele Bücher. Bücherchen über Bücherchen. Oh, hier werden wir jetzt bestimmt das Problem haben, dass wir... So klappt das nicht. Die sind aber auch sehr fett. Vielleicht packen wir die eher hier hin. Oh yeah, I know, but seriously, it wasn't your fault, man. Remember that. Right. Wie lieb, dass er uns aber so ein bisschen beruhigen will, weil er wohl sich vorstellen kann, was gerade bei uns abgeht. Was genau ist das hier? Das ist wie so eine Wäschetonne oder sowas. Ein paar Medikamente. Kleiner Mülleimer. Mülleimer immer schön. Wir haben ein Bidet! Oh mein Gott. Freunde, Bidet einfach Gamechanger. Take care. Willst du nicht zurückschreiben, you too? Bro. Seine Schwester gewesen. Kann man ja ruhig schreiben, ne? Handtuch. Hier sieht's richtig wohnlich aus mittlerweile. Das ist, glaube ich, so eine kleine Matte. Oh, ich find's hier richtig hübsch. Lotion Flask. Ja. Die kommt hier rein. Schön. In der Küche. Was haben wir hier drin? Ein Mixer. Ich frage mich, ob man jetzt wirklich alles hier auspacken muss. Oder ob das irgendwie an eine bestimmte Anzahl festgelegt ist, dass dann das nächste Event passiert oder so. Aber, muss man zugeben, er hat es wirklich sehr gut gemacht. Also man hat... Was ist das? What are you? Ich stell dich mal hier in der Ecke. Pineapple Plastic Jar. Schön. Wall Calendar. Fruit Bowl. Boah, ist die groß. Glass Bowls. Könnte man eigentlich direkt ins Regal stellen, aber wir machen das jetzt hier mal ganz... Mug-Set. Oh, wie lieb. Schön. Ach nein. What? The TV turned itself on and I can just about make out a sound over the static. Is that someone crying? Erstmal weiter einrichten, oder? Ist jemand gerade... Wo ist... Wo ist wo ist das... Die Tür nach draußen? Das klingt, als wäre es oben. Huh? Naja, richten wir mal weiter ein, ne? So, als wäre nie was gewesen. Laundry Basket. Toothbrush Holder. Perfume. Aber wahrscheinlich müssen wir uns gleich drum kümmern, was hier solche Geräusche macht, ha? Fürchte ich. Hm. Hallo? Du, mir ist das egal. Ich stelle das auch auf den Boden, wenn es sein muss, ne? Ja, dann steht's da. So, was macht hier diese Geräusche? Habe ich da gerade was in der Treppe gesehen?
Ich werde hier schon verrückt. Ist es in meinem Schlafzimmer? Das macht ja richtig knatschige Geräusche. Wollen wir uns doch mal schlafen legen? Nö. War hier nicht auch mal ein Fenster? This is Franco, insurance prick. From your auto insurance. I must inform you that your car has been declared a total loss. Hello, alright, what now? Also unser Auto ist komplett zerstört worden bei dem Unfall. Kann es sein, dass gerade irgendwie immer mehr Dinge verschwinden? We are currently investigating the details of the accident to determine the liability of the parties involved. Let me know when you have an update. Die Tür ist offen! I'm certain I didn't bring this box with me. I have no idea how it got here. By the way, sorry for your loss. Danke, Bro. Babyklamotten. Fotoalbum vom Baby, ein Painting. Mehrere Paintings. What was that noise? I think it came from the basement. A gift we got from Jessica's friends a few months ago. The box is moldy and there's a terrible scent coming from it. A baby photo album I bought and was going to give Jessica. The pages inside are starting to rot. I thought I had got rid of this. Jessica painted this while traveling with her parents as a teenager. It was still one of her favorites after all this time. This was Jessica's last painting. She had been feeling uninspired for a while before making this and was determined to never paint again, which is a shame because I was quite fond of the results. 949 954. Who's this? Wer ist das? This was Jessica's first painting as an art student. She could explain its meaning to me 1,000 times and I would still not be able to fully grasp it, but I still quite like how it looks. I'm not sure when Jessica painted this. I'm not even sure I've seen it before. Perhaps it's one of the many paintings she ended up hiding from everyone, because she was ashamed of how it turned out. Warum hat uns diese random Nummer geschrieben? Und was geht hier unten jetzt im Keller? Oh god, what's happening here? This is terrible. This leak is quickly deteriorating the ceiling. I feel like I have to do something or it will collapse soon, but I can barely look at this thing. It's making me lightheaded and nauseous. It's frustrating though. I know I need to take care of it, but I feel so repulsed that all I can do is ignore it. God, I hate looking at it. Jetzt wird die Atmosphäre gerade ganz schön schnell, ganz schön ungemütlich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wirklich gerade irgendwie hier weiterarbeiten sollte. Mit einrichten. Boah, diese Knarzgeräusche. Gott. Vielleicht sollten wir gerade wirklich einfach weiter auspacken. Boah, ist das schlimm. Phonebook. Ja, sollte man eigentlich neben das Telefon legen, oder? CD-Rack. Boah, die Geräusche werden langsam overwhelming. Aber wir haben kein Werkzeug, um das hier unten zu reparieren, oder? Nee.
Thanks, I hate it. Please stop. Okay, was haben wir denn noch nicht ausgepackt? Weil mittlerweile sind wir eigentlich auf einem guten Weg, alles auszupacken. War da nicht auch mal ein Fenster? Eine Skulptur. Mann, ist die hübsch. Boah! Langsam wird sehr schlimm. Please stop. Eine Enzyklopädie. Noch ein Picture Frame. Vielleicht sollen wir jetzt einfach in Ruhe hier weiter auspacken und gleich passiert irgendwas richtig Schlimmes, Lautes. Eine Toolbox. Könnten wir die nicht gebrauchen für das unten? Der Bucket alleine. Vacuum Cleaner. Hier haben wir noch nicht ausgepackt. Bedding. Ein Pillow. Zip. Radio Clock, damit man auch schön aufstehen muss. Wo ist unsere Tür? Wo ist... Langsam verstehe ich, glaube ich, warum das Spiel heißt The Windows Are Gone. Wo sind unsere Fenster? Alles ist... Oh Gott. Boah, sind die Geräusche schlimm. Es gibt keinen Weg mehr hier raus. Nirgends. Ey, das können wir öffnen. Super. Alle Fenster sind weg. Alles, was uns irgendwie aus diesem Haus rauslassen würde, ist weg. Mhm. Boah. Müssen wir uns das jetzt vielleicht nochmal im Keller angucken, weil es noch größer geworden ist? Geht's darum? Das ist nicht größer geworden. Ist das einzige Fenster, was noch raus zeigt? Wer hat die Tür zuge... Something lock this door. Wo sind wir? Wer ist das? Hey! Hey, du! Ist das unsere Frau?
Oh Gott. Oh Gott. Oh. Sie wurde weggezogen. It was your fault. Was? Such a disappointment. Why are you saying this? Die ist da in der Ecke. Birth. As the tape starts playing, I find myself instantly immersed in a nightmarish, distorted reflection of the man's tortured psyche. The scene is a collection of fragmented images, disjointed sounds and memories, and deeply unsettling feelings, somehow merged and played all at once. It's an incoherent mess. I can barely make out what I'm seeing. It frightens me to my core, and at the same time it's sort of beautiful and makes sense to me. The man's face and body are completely distorted, beyond recognition. If I ever knew who he was before, I can no longer, never will again. But at this moment, I feel an overwhelming surge of empathy for him, as if his pain reverberated within my own body. The tape becomes a conduit for his suffering, a mirror reflecting my own battle along with this. The fragments of his voice, reaching my ears like shards of broken glass, speak of a foreshadowed catastrophe that has shattered his world, just like mine. In the midst of the chaos, there is a moment of eerie stillness. The man's eyes meet mine through the flickering and glitchy screen, a fleeting recognition that sends a chill down my spine. He's now fully aware of my presence, and his torment reaches beyond the confines of the tape. And then in a crescendo of madness and despair, the tape abruptly cuts off. The abrupt ending leaves me gasping for breath, my heart pounding in my chest. The darkness lingers, echoing with unanswered questions and haunting whispers. It's haunting and inviting all at once. I'm left grappling with the fragments of his shadow's existence, piecing together the shards of his unraveling mind. That man is gone forever now. The tape has become a portal into the darkest recesses of our consciousness, forcing us to confront the demons that lurk within. Bleib einfach da in der Ecke, okay? Wir können hier nicht hochgehen. Hätten wir hier lang laufen sollen? Ist das alles terrifying gerade? Gott! Ich glaube, wir müssen zu der Frau, die da in der Ecke hängt, oder? Ah, ne, hier. These paintings seem to have been painted by Jessica, but I've never seen them before. Boah, ich schwöre. Wenn jetzt hier gleich so ein Jumpscare kommt, ne? Es könnte sein, dass ich dann einfach an einem Herzinfarkt hops gehe. Das war's dann. Sind wir jetzt gerade zurückgegangen oder weiter? Oh, wir sind weitergegangen. Oh ja, wir sind weitergegangen. She seems to be distracted by something right in front of her. Honey? Did you see the latest paintings I made? Each took an eternity to finish, but I think they turned out perfect. I did. I was thinking of you and our baby Laura, you know. That's why they look so wonderful. Jessica, do you remember that question I used to ask? What does God look like?
Yes. What does God look like, huh? It's funny that you were never religious, but you've always tried to help me understand why we could never truly see him. And I really appreciate that, you know. Honey, I'm so sorry for what happened. But I see him now. She smiles. I see him and he's beautiful. Do you see him too? I'm sorry, but I don't. Ah, pity. I wish you could see him too. So powerful and astounding and devastating. I feel like tearing my face off, but in the most wonderful way. I don't know if I can let you go. Oh, don't worry about me anymore. We have our baby to care for now, silly. Do you hear that? She's crying, the poor thing. I should go check on our little girl. She's probably hungry. Ja, danke. Look at you, honey. See? I told your father. You're hungry, aren't you? Don't worry, Laura. Mommy will feed you. Oh, hello, darling. You've been away for a while. We've barely seen you recently. Come to think of it. Where have you been? Don't you miss us? It's so lonely and empty here, and Laura doesn't stop crying for her dad. Of course I miss you. Then I have a wonderful idea. Why don't you join us? Oh, Laura misses you so much and she's so hungry all the time. I really want to satiate her hunger. I can't see her suffering like this. I will join you. Oh, I'm so glad, my darling. She's so hungry. I'll go ahead and feed her now. And I'll be waiting for you to join us. She will finally meet her daddy. Join your family. Ever since the accident. Guilt has haunted me. So I built a labyrinth. Where I allowed myself to be lost. The windows are gone. Alter. Das war ein Meisterwerk. You got the bad ending. Secrets found 4 von 5. Wer hätte es gedacht, dass ich mal nicht das Bad Ending bekomme? Natürlich bekomme ich das Bad Ending. Alter, war das gut. More games coming soon, I hope. Alter, das war wirklich wie ein spielerisch unfassbar guter Horrorfilm. Das war insane. Wow. Und wenn man jetzt startet man halt komplett vom Anfang wieder, nehme ich an. Also leider werden wir das andere Ending nicht sehen. Außer ich soll nochmal reinschauen. Schreibt's gerne in die Kommentare, Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst es gerne mich sehen mit einem Daumen nach oben und einem Abo, um die nächsten Parts nicht zu verpassen. Oder ein weiteres Video. Freunde,
Das war The Windows Are Gone. Ein phänomenales Horrorspiel. Wow. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Euer Brain. Tüdelü mit Ü.